Wir befinden uns in Escala und nach 2 Wochen bin ich kurz vorm Ablegen auf eine Idee gekommen. Warum bleiben wir nicht einfach länger? Der Preis ist beinahe identisch. 2 Wochen Tagespreis oder 30 Tage zum Monatspreis. Also bleiben wir. Und machen etwas Produktives. Aber zuerst Kaffee und Kuchen in unserem Lieblingscafé. Aus so einem alten Einsatz von unserem Regal wollen wir jetzt Getränkehalter hier an der Treppe machen. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Jetzt fliegen unsere Trinkflaschen beim Segeln nicht mehr umher. Wir sind auf dem Weg zur Stadt, über den Strand und ja, es ist Sonntag und ja, da werden Leute getauft, ne? Ist schon cool, im Meer getaucht zu werden. Ja, aber nicht im Februar bei 10 Grad. Anderes Land, andere Kultur. Ja, aber so anders ist er nicht. Ja, irgendwas vergisst nicht. So, weiter geht die wilde Fahrt. Wir haben jetzt gerade noch gezahlt und tatsächlich nur 13 Euro Differenz zu den 2 Wochen. Wir standen also jetzt praktisch für 90 Cent am Tag im Hafen. War schön, war jetzt, glaube ich, auch nötig. Jetzt geht's weiter. Wir wissen noch nicht ganz, wo lang, weil je weiter, desto besser. Aber wir wollen jetzt auch nicht übertreiben. Der nächste Hafen wäre L'Estratit, aber der ist erst nur 5 Meilen weg. Das ist uns, glaube ich, zu nah. Wir schauen einfach, wie das Wetter, also wie der Wind uns, wie weit der uns trägt. Anfangs wird es ein bisschen ruppiger und später müssen wir vielleicht sogar wieder Motoren. Es wird ernst. Sachen packen, Segel setzen, los geht's. Komm. Something good. I think we're onto something good. Don't let it get away. This could be everything. Doch weit kommen wir nicht. Wegen meiner Migräne und dem Geschaukel werde ich ziemlich seekrank. Also, nächster Halt, doch schon Estatit. Puerto de Estratit. This is Nami. Go ahead, over. Okay, we're going to the petrol station, like on the phone said. Okay, I'm going to let them know that you're going to be there. Okay, over. Thank you very much. Over. Und, siehst du die Station? Warum wolltest du eigentlich ursprünglich nach Estratit? Weil es mehr auf dem Weg liegt nach Barcelona von Frankreich aus. Weil man nicht in die Bucht rein muss. Und weil es hier schön aussah. Damals hatte ich herausgefunden, dass der Hafen ein wenig schöner ist als Escala
und es auch näher an Barcelona liegt, um sich mit Dennis' Eltern zu treffen. Doch leider gibt es hier in der Nebensaison keine vernünftige Busverbindung. Deshalb haben wir uns letztlich für Escala entschieden. Wir wollen eine Kleinigkeit essen gehen. Doch anscheinend ist das zu dieser Jahreszeit gar nicht so einfach. Leider hatte absolut alles geschlossen. Macht nix, wir schlendern einfach durchs Städtchen und nehmen es mit Humor. Besser als so hungrig im Boot zu hocken. Ich habe die Papiere vergessen. Ich habe die Bootspapiere in El Escala vergessen. Okay, wir haben 5 Möglichkeiten, die Situation irgendwie noch zu retten. Erstens, wir laufen hin. Das sind etwa 2 Stunden Fußweg. Hä? 3 Stunden Fußweg, oh Gott. Zweite Möglichkeit, wir fahren mit dem Fahrrad. Also ich. Ich hab's ja vergessen. Mit dem Fahrrad wird es, glaube ich, 1 Stunde dauern. Aber auch nicht so angenehm. 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück. Und bergauf. Bergauf. Nicht so geil. Dritte Möglichkeit. Wir fahren mit dem Boot zurück. Aber wir haben jetzt mit dem Boot hierher 2 Stunden gebraucht. Das heißt 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Mega Aufwand. Vierte Möglichkeit. Wir würden mit dem Bus fahren. Aber der Bus wir müssen nach Girona mit dem Bus fahren. Das ist ein riesen Umweg. Und dann nach Escala und dann noch zurück. Also das ist eine komplette Tagesreise. Nur für die Bootspapiere. Ja. 5. Möglichkeit. Wir rufen an und fragen, ob sie uns per Post schicken können nach Barcelona, wo wir dann einen Monat stehen bleiben. Mal gucken, ob das funktioniert. Ist bisher die beste Idee. Yeah, thank you very much. Bye. Yes. Immerhin eine gute Nachricht. Die Papiere können zum Glück verschickt werden. Und da wir sowieso planen, einen Monat in Badalona zu bleiben, lassen wir sie einfach dorthin schicken. Und gut. Leider hatten wir auf der nächsten Etappe kein Glück mit dem Wind. Flaute. Aber bei den überteuerten Tagespreisen in den Häfen wollen wir nicht ewig auf gutes Wetter warten. Also wird bis Sant Feliu motort. Aber hey, wir sind am Mittelmeer. Die Windflauten nehmen wir sportlich. You can
So, sind jetzt schon 3 Stunden unterwegs und wir haben etwas Wind gefunden, aber leider aus der falschen Richtung. Irgendwie seit 2 Tagen verarscht uns der Wetterdienst mit sehr ungenauen Vorhersagen, was wir nicht gewohnt sind. Meine ich was? Port San Feliu. This is Nami. Where do we go inside to a mooring? Can you please confirm the name of your boat and if you are now in the harbor of our port, over? We are like 2 minutes before the port. The boat name is Nami. And contact us when you are in the harbor of our port and then we will take your mooring place, okay? Thank you very much. You're welcome. Zeit, dass unsere Einpark-Cam zum Start kommt. Doch es kam eine Überraschung, mit der wir so noch nie konfrontiert worden sind. Der vermeintliche Mariniero, der eigentlich dafür da ist, das Schiff sicher in der Box festzumachen, nimmt unsere Leine entgegen und überlegt. Ich habe keine Zeit, das Schauspiel zu verfolgen, denn vorne muss auch jemand festmachen. Dennis kann unser Boot in der Box nur bedingt kontrollieren. Aber der Mariniero macht es nicht fest. Warum? Wir sind beide baff. Das Boot steht schon schräg. Und er knotet fröhlich Makramee aus unserer Leine. Also Platztausch. Jetzt kümmert er sich um vorne, ich ziehe das Heck ran. Dennis versteht die Welt nicht mehr. Und ich verliere langsam die Geduld. Wir bedanken uns trotzdem freundlich, er geht und kommt nochmal zurück. Er hatte vergessen zu sagen, wo man bezahlt. Oh je. Lektion gelernt. Ab jetzt sind wir bei Marinieros vorsichtiger. Hier an den Klippen kann man klettern gehen mit einem Klettersteig. Leider ist 22 jemand tödlich verunglückt. Also er hatte sich Klettersachen geliehen, aber ohne Guide. Und seitdem kann man leider keine Klettersachen mehr ausleihen, sondern nur noch eine Guided-Tour machen oder mit seinen eigenen Klettersachen klettern. Und eine Guided-Tour ist uns zu teuer mit 40 € pro Person.
So, es geht schon wieder weiter. Der Hafen war bisher am seltsamsten. Die Empfangsfrauen waren sehr, sehr nett. Aber wir mussten uns praktisch nackig machen. Wir mussten Versicherung abgeben, Bootspapiere, Personalausweis. Wir mussten zusätzlich noch ein Formular ausfüllen mit allen möglichen Details, wie viele Personen auf dem Boot sind, wie die Personen heißen. Also es war so ein 20 Minuten Anmeldung. Außerdem ein unaussprechlicher Ort. Wir sind jetzt noch praktisch 2 Stops von Barcelona entfernt. Nicht?